Ich werde immer wieder gefragt, warum wir Kunst sammeln oder was Kunstsammeln für uns sei. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht. Aber es ist natürlich klar, das ist ein sich einlassen auf Denkweisen und Blickwinkel auf die Welt, die außerhalb der Kunst in ihrer anarchischen Grundausrichtung gar nicht denkbar wären. Und was mir gut gefällt, die gesamte Bandbreite von Kunst, das ist komplex, das ist kompliziert. Also ich sage immer, das ist nichts für mich, ich brauche es ein bisschen komplexer, weil ich habe mal von einem Künstler, das ist der Mike Kelly, gehört, der sagte, weißt du, Menschen kommen ins Museum und regen sich auf, was das alles für ein Quatsch sei, oder schauen sich Ausstellungen an und rollen mit den Augen, aber sie kommen wieder und regen sich wieder auf oder finden es auch toll und auch danach kommen sie wieder. Und es geht genau darum, um diesen Abgleich der eigenen Wertvorstellungen im Angesicht der Kunst. Das sagt aber nicht, warum ich Kunst sammle. Also das könnte ich ja auch, indem ich in eine Ausstellung gehe, wäre dann die Frage. Und ich sehe das anders. Indem wir eine Arbeit erwerben, wird das ein Bestandteil unseres Lebens. Also wir sind übrigens als Sammler zur Kunst gekommen, weil ich selber als Fotograf mit einem Freund zusammen 1973 eine Galerie gegründet habe, Schürmann und Kicken. Und ich merkte dann, wir hatten dann so 1, 2, 3 Kunden im Laufe der Zeit und ich merkte, dass zum ersten Mal es begann, dass ich bestimmte Dinge aber gar nicht abgeben wollte. Ich wollte durchaus stolz davon berichten und die zeigen, meinetwegen auch damit angeben, was ich wieder für Tolles da gefunden hätte, aber dann aber verkaufe ich nicht. Ja, super Galerist, ne? Und also da ahnte ich, das wird auf Dauer nichts werden. Wenn ich die behalten will, dann muss ich auf die andere Seite des Tisches wechseln. So hat das angefangen. Und dann bin ich Ende 77, Anfang 78 aus der Galerie ausgestiegen. Und wir haben alles, was wir verkauft haben, haben wir dann aufgeteilt. Und weil ich jetzt den Anteil ja in Privatbesitz übernahm, musste ich den nachversteuern. Das war eine richtige Menge Geld und jetzt musste ich sehen, wie komme ich an das Geld. Also habe ich die Fotografie-Sammlung, was eher eine Addition von tollen Einzelbildern war, meinetwegen vom Sudeck oder von Jaromir Funke, hatte ich jeweils ungefähr 100 Vintage-Prints vom Allerfeinsten. Und die hat das Getty-Museum gekauft. Und das war 1984. Als der Deal über den Tisch ging. Und ab da hatten wir dann auch die finanziellen Mittel, Gegenwartskunst zu kaufen. Sie hatten mal gefragt, was denn für mich eine Herausforderung als Künstler, als Kunstsammler in der heutigen Zeit. Ja, am Anfang habe ich immer gedacht, was für ein Quatsch. Also es gibt keine Herausforderung, als Sammler sowieso nicht, weil wir können ja gar nichts verpassen, weil wir nichts vermissen. Also wo ist das Problem? Aber die menschliche Herausforderung ist, was kann man dazu beitragen in der Förderung oder in der Unterstützung von jüngeren, oder die müssen gar nicht jung sein, von kleineren Galeriekonstruktionen, die ich meine unabdingbar und unendlich wichtig sind für das weitere komplexe Gedeihen und Wahrnehmungssystem Kunst. Was auch eine weitere Herausforderung heute ist, das ist natürlich der internationale Leihverkehr. Also wir haben in den letzten circa 15 Jahren mehr als 1500 Kunstwerke unentgeltlich geliehen oder entliehen für Ausstellungen, haben eine Konservatorin an unserer Seite, die das selbstständig dann immer betreut, im Condition Report, Herausgabe, Logistikbetreuung, Logistikmanagement, weil sonst wäre das Fulltime-Job und das wäre es ja für mich auch nicht. Aber trotzdem sind natürlich auch schon darauf angewiesen, diese Dinge zu bekommen und das ist im Augenblick sehr schwierig mit diesem internationalen Transportverkehr.
die Menschen können nicht reisen, dann ist es auch nicht wichtig, dass Kunstwerke reisen können. Ausstellungen können nicht stattfinden. Was ist, wenn eine Arbeit hier ist oder da ist und der Transport ist nicht bezahlbar und. Also es sind jetzt logistische Fragen, aber die gehen nicht ans Eingemachte. Das ist aber interessant, mit solchen Dingen auch umzugehen. Projekte, die gerade laufen, das eine haben Sie ja in Hannover selber gesehen und die Bilder sind ja sichtbar, die Sie da aufgezeichnet haben. Vielleicht das Gemeinsame von allen 3 Projekten, die wir gerade laufen haben, ist auch der sprachliche Part der Titelgebung. Das war immer eine sehr wichtige Angelegenheit für mich. Die ist immer aus dem Leben oder von Kunstwerken von mir übernommen worden. Die Ausstellung in Hannover ist betitelt nach der kleinsten Arbeit in der ganzen Ausstellung von Miriam Kahn, Wir Blumen, klein geschrieben. Und mir geht jedes Mal, wenn ich allein den Titel höre, das Herz auf, weil ich finde, das ist wie eine große Umarmung einer Künstlerin, die wirklich für die Menschen da ist und nicht für das eigene Ego. Also das sind Kunstwerke, die ich heute als große Notwendigkeit sehe und auch als großes Privileg, mit solchen Dingen zu tun haben zu können. Man sieht ja auch die Resonanz auf ihrer Ausstellung, sind ja auch entsprechend. Also deshalb die Ausstellung Wir Blumen, also plural, die Besucher und Besucherinnen sind mit einbezogen, ausdrücklich. Ist eigentlich auch Wir Blumen, wir blühen, ist ja klein geschrieben, Blumen, ist eben nicht, ist eher eine Eigenschaft. Die andere Ausstellung läuft im Augenblick in der Galerie Barbara Tumm. Die hatte mich gebeten, ob ich nicht für sie eine fiktive Ausstellung kuratieren könne. Und das dritte ist eine Ausstellung meiner eigenen Fotos, die ich über 10 Jahre immer auf dem Weg vom Strausberger Platz in Berlin, wo wir wohnen, zum Rosa-Luxemburg-Platz, wo wir auch unseren Ausstellungsraum hatten, gemacht habe und am Rosa-Luxemburg-Platz selber. Wenn ich an die Art Cologne denke, das ist natürlich ein Kontinuum, was mich begleitet seit Mitte der 70er Jahre. Und die Leute, die heute einen Messestand in Köln machen, die wissen schon warum. Weil das ist hier ein sehr ernstzunehmendes Sammlersoziotop, ne, die gesamte Region. Was interessant ist, wir haben mit der Galerie Schümmern und Kicken schon 1975 auch einen eigenen Standort gehabt. Ach, hätte ich doch diese ganzen Bilder heute noch. Uns hat das unglaublich überrascht. Also der Daniel Huck rief an, zuerst um zu fragen, ob wir den Preis uns vorstellen können anzunehmen. Und wir waren verdattert und fühlten uns sehr geehrt, haben uns sehr gefreut, weil haben wir nie erwartet, weil wir stehen schon für einen sehr anderen Blick auf die Kunst, der manchmal auch sehr kunstmarktfern ist. Der Art Cologne Preis ist auch deshalb für uns eine große Ehre, weil wir uns in einer tollen Tradition befinden. Also es gibt tolle Preisträger, die ich sehr schätze, und in diesem Kontinuum selber aufzutauchen, freut mich sehr. Und Sie müssen bedenken, es ist der erste Preis, den wir jemals für irgendetwas in unserem Leben bekommen haben. Deshalb wir wussten noch gar nicht, wie sich das anfühlt. Fühlt sich gut an.